Moin Leute, ich bin noch zu Hause, aber ich bin gerade dabei, so ein paar Sachen zusammenzutragen und hier der Tisch, der sieht auch schon seit geraumer Zeit so aus. Da kommt immer was dazu, kommt wieder was weg und so richtig weiß ich noch nicht genau, was ich alles mitnehme. Ich glaube, so viel brauche ich gar nicht. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass eigentlich, ja, dass man mit weniger auskommt, als man eigentlich so meint. Ich glaube, ich habe genau 2 Hosen und 4 T-Shirts verbraucht und dann einfach wieder alles gewaschen. Also das geht auch, ne? Aber ich habe schon ein paar Sachen am Start. Schlafsack, Kopfkissen, ist ja klar. Dann habe ich hier noch meine Packtaschen, die ich beschriftet habe mit Hopu, Hose, Pulli. UW ist Unterwäsche bei mir, da steht nichts drauf. Rain, weiß nicht, ob ich das brauche unbedingt. Und TS für T-Shirt. Ja, damit ist es alles schön geordnet. Und man kann auch die Aufschrift in meinen Alukästen sehen, auch von oben. Habe das dann meistens auch zweimal beschriftet, also einmal hier oben drauf und einmal hier am Griff direkt. Ja, so weiß ich immer, welche Tasche ich rausziehe. Das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, weil ihr glaubt nicht, wie viel Zeit drauf geht, wenn man immer alles rausholt und guckt und macht und tut. Ja, Drohne ist natürlich am Start. Cappy, hier so ein paar Offroad-Strecken, ja, Bücher. Ich weiß gar nicht, da habe ich jetzt gar nicht so viel rausgesucht. Ich habe mich jetzt momentan nur an dem Trackbook Sardinien entlang gearbeitet, sag ich mal. Aber ich nehme das andere Buch natürlich auch noch mit, vor allem, weil hier noch ein paar mehr Infos drin stehen. Dann noch eine Karte von Sardinien, ja, Kopflampe, Tablet ist dabei zur Navigation vor allem auch. Ich glaube, ich packe das alles schon. Ich habe jetzt noch ungefähr eine ganze Woche, bis ich losfahre. Allerdings erstmal nach Österreich, weil ich da noch einen Job mache. Und dann geht's von da aus direkt nach Livorno zur Fähre. Mal gucken, ob das alles passt. Ich packe jetzt meine Sachen zusammen und wir sehen uns unterwegs. Ich bin unterwegs. Der Job in Österreich ist jetzt vorbei. 4 wunderschöne Tage mit einem wundervollen Team. Und ich bin jetzt auf dem Weg zur Fähre. Und bin jetzt gerade ich fahre gerade rein, Erzbach. Es sieht so aus. Ich bin jetzt auf dem Weg und ich melde mich einfach später nochmal. Mach's gut. Ich hatte gerade schon Angst, dass die Grenze zu ist, aber das ist, glaube ich, Quatsch. Wir werden sehen. Ah, krass, ey. Ja, wir haben jetzt hier 15 Minuten gewartet, weil die Straße einfach zu schmal ist für 2 Autos, obwohl ich das irgendwie für ein Gerücht halte. Aber gut. Willkommen in Südtirol! Wuhu. So Leute, ja, wir haben jetzt 15 Minuten oben an der Grenze gewartet, einfach weil die Straße zu schmal ist. Ich habe gerade noch gedacht, das halte ich für ein Gerücht, aber es ist tatsächlich so. Ja. Jetzt sind wir schon in Italien, ey, das war echt so fix. Aber es sind immer noch knapp 600 Kilometer bis zum Hafen. Deswegen, ich bin ja so ein bisschen, ja, ich habe ein kleines Trauma von der Schwedenreise.
wo ich einfach so brettern musste, um die Fähre zu kriegen. Ich habe eigentlich genug Zeit. Aber ich habe auch schon, mittlerweile weiß ich, dass das, was Google sagt, kann man immer plus 25% rechnen mit dem Auto. Ja klar, in den Bergen ist es wahrscheinlich auch nochmal was anderes. Aber mal sehen, so eine Faustregel, sag ich mal. 25% auf das, was Google sagt, und dann kommt man ungefähr so hin. Ja. Mega entspannt. So Leute, schon erste Panne. Bremsen sitzen fest auf der rechten Seite. Ich bin jetzt 2 Stunden gefahren, ich merke richtig, wie kein Gas gibt, richtig, oder halt immer blockiert. Die Scheiße, ne? Brutal heiß die Dinger ist. Ist echt Handschwanz, das ist so heiß. Gut, dass ich alles noch weiß. Ich weiß, dass das noch ein 13er ist. Es bewegt sich auf jeden Fall. Okay, jetzt muss ich den Zylinder irgendwie zurückdrücken, ne? Eine Zwinge wäre jetzt gut, ne? Ja. Aber nicht, oder? Hello. Hi. I've got a question. We have a irgendwas, womit ich was bewegen kann. Ah, eben. Ja. Ich habe gemerkt, er hat auch nicht mehr richtig Gas gegeben. Okay. Und als ich jetzt hier runtergefahren bin, habe ich gemerkt, erste Gang habe ich dann rollen lassen und dann ist der langsamer geworden, sehr schnell langsamer. Ja. Und dann ist auch brutal heiß. Deswegen nicht normal. Genau so. Und sieht scheiße aus, ne? Schon heiß geworden. Ja, ja. Ich habe keinen anderen. Ist ja nicht. Ist noch okay, oder? Ja. Ich bin noch nicht. Schaut gut aus. Schaut gut aus, ne? Danke dir. Ja, kein Problem. Viel habe ich jetzt nicht geholfen. Doch. Super. Ist ja auch manchmal auch nur mentale Hilfe, ne? Ja. Von da rein. Siehst du da noch den Kolben? Ich sehe den, ja. Kannst du vielleicht noch ein kleines bisschen mit dem Öl, das in der Zwischenzeit. Weil sonst hätte ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Ich muss sagen, ich schwöre aufs WD-40. Ja, habe ich auch dabei. Das ist also meiner Meinung nach Nonplusultra. Das Ding ist, das ist besser für Gummi, wenn du Gummiteile hast. Okay. Das WD-40 greift Gummi an. Habe ich gehört. Ja, kann ich jetzt nicht. Ich kann es nicht bestätigen und nicht verneinen. Ja, das, Dito. Ja, genau. Hast du schon alles von dir? Ja, ich habe nur die 2 Sachen da. Bin ich der Meinung. Danke dir. Schöne Pause noch oder Ja. gute Fahrt. Danke, danke. Danke dir. Oh, Leute. Okay, aber es ist auch immer gut, Sachen dabei zu haben, ne? Aber so früh an der Reise hätte ich es jetzt auch nicht gebraucht. Vollkommen fertig. Leute, ich bin so fertig, ey. Warum muss das denn hier passieren? Immer alles vorher kontrollieren. Ja, wobei auf dem Hinweg hatte ich ehrlicherweise auch nichts gemerkt. Also muss irgendwie ja, vom Stehen gekommen sein. Viel gebremst und dann stehen geblieben. Ja, vielleicht sowas. Keine Ahnung. Gucken, wie sich das so anfühlt. Und eigentlich finde ich, ist das ziemlich gut. Also ich werde nicht so viel langsamer wie vorhin. Also ich bin gerade im ersten Gang gefahren und dann hat er von alleine gebremst sozusagen. Also die rechte Bremsbacke war halt ja, erledigt.
Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel bremse, dann bremse ich beidseitig und was vorher auch nicht der Fall war. Fühlt sich gut an. Jetzt vom Gas gehe, rollt er halt. Das hat er vorhin nicht gemacht. Ich find's gut. Ich gebe Gas. Oh Mann ey! So, nochmal ein letzter Test. Es ist auf jeden Fall nicht heißer geworden, ist gut. Das ist schon mal sehr gut. Das macht mir ein gutes Gefühl für die nächsten 400 Kilometer. Oh ey, so ein Stress immer am Anfang dieser Reisen, ey. Das muss nicht unbedingt sein, finde ich. Muss es nicht. Also, weiter geht's. Also Leute, ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber es wird wieder etwas knapp werden. Aber ich mache mir jetzt keinen Stress. Es ist nicht so schlimm wie die Tour nach Schweden. Ich habe noch mal öfter ein paar Pausen gemacht und gefühlt, ob die Felgen heiß sind. Ob die halt permanent greift oder eben nicht. Es scheint ziemlich gut. Also ich habe ein gutes Gefühl, bin 3-4 Mal ausgestiegen, habe gefühlt, linke Seite, rechte Seite sind beide warm, ja. Ist auch einfach 40 Grad hier gefühlt. Ich glaube, das ist normal. Aber ja, wie gesagt, am ersten Parkplatz, wo ich dann alles gewechselt habe, die war halt, also die war so brutal heiß. Die konntest du halt nicht anfassen, ne? Und so ist es jetzt nicht mehr. Das heißt, ich glaube, es ist alles im grünen Bereich. Muss ich mich jetzt beeilen? Nee, ich glaube nicht, aber ja, na, wer weiß. Ich halte euch auf dem Laufbus. Buonasera. Aranci pastia. Oh, Olbia. Moby. Olbia with Moby. Leute, ich kann nicht mehr. Have you seen this? Oh. Entspannt. Ich bin heilfroh, dass ich jetzt hier bin. Gut gemacht. Ist so warm. Ist brutal heiß, ey. Wir sehen uns an Bord. Liebe es. Immer wieder aufs Neue. Okay. Nice. Endlich bin ich da. Und es war gar nicht so stressig, wie ich dachte. Oh. Was war das schon wieder für eine Anreise, ey? Ah. Oh, ich bin. Oh. Ey, was war das für eine Anreise? Irgendwas quietscht doch da. Ich bin, ich glaube, keine 150 Kilometer gefahren, als das mit der Bremse war. Aber wie geil das dann auch einfach. Also ich hatte noch mehrere Leute angesprochen und die waren dann auch super hilfsbereit. So konnten natürlich nicht so viel machen. Und der LKW-Fahrer, der österreichische, hey, super cool. Und ich habe auch tatsächlich schon in der Schlange an einem Fährhafen jemanden kennengelernt, auch 2 Italiener. Und die fanden den Wagen halt irgendwie cool und meinten so, ja, wenn es passt, lass Nummern austauschen. Wir fahren Sonntag mit dem Boot raus, wir haben noch einen Platz frei und so. Ja, mega. Also wenn es klappt, keine Ahnung, mal schauen. Das wäre auf jeden Fall eine willkommene Abwechslung mal, mit dem Boot anstatt mit dem Auto rumzudüsen. Ja, mal schauen. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Aber jetzt bin ich einfach todesmüde. Ich schaue mir jetzt noch mal ein bisschen hier Touri-Kram an. Sardinien, wo man gewesen sein muss. Schau noch ein bisschen, wo hier die ganzen Städte sind auf der Karte, damit ich so einen groben Überblick habe. Ja, aber dann geht's für mich ab ins Bett.